Schönen guten Tag, liebe Seherinnen und Hörerinnen des YouTube-Kanals der Zeitschrift International. Hier spricht wieder Fritz Edlinger. Ich leite heute zwei Videos, die wir dann im Anschluss daran verlinken, ein. Und zwar sind das zwei Videos, die von einem regelmäßigen Mitarbeiter von International besprochen worden sind. Es handelt sich um Pascal Lottaz. Pascal Lottaz ist Schweizer Politikwissenschaftler. Er unterrichtet seit einiger Zeit in Japan. Und er ist wie bei einem Schweizer fast naheliegend, ein Spezialist in Fragen von Neutralität. Er hat auch beim International schon öfters über dieses Thema publiziert. Er hat eine eigene Webseite und eine eigene Initiative gestartet, die sich Neutrality Studies nennt. Da er in Japan sitzt und auch dort unterrichtet und von dort aus kommuniziert, ist diese Webseite großteils in Englisch. Auch die Videos sind großteils in Englisch. Allerdings die beiden, die wir dann im Anschluss daran weiterleiten, sind in Deutsch, dass er sich stark auf deutschsprachiges Publikum wendet. Ich möchte, und zwar, es geht in erster Linie eigentlich um Europa, um die Situation Europas in der Welt, nicht zuletzt einfach durch den Ukraine-Krieg und durch die Entwicklungen schon vorher eingeleitet in der NATO, ist das natürlich ein sehr wesentliches Thema. Und er hat sich in seinem Video, das dann im Anschluss kommt, mit einem aktuellen Artikel eines amerikanisch-europäischen Politikwissenschaftlers und Experten befasst. Es handelt sich hier um einen Mann namens Bart Szewczyk, dürfte nach seinem Namen nach europäischer Herkunft sein. Er hat gearbeitet an verschiedenen Stellen in der amerikanischen Regierung. Er ist jetzt tätig im German Marshall Fund. Das ist eine amerikanische Stiftung, die es weltweit gibt. In jedem Land gibt es, auch in Österreich unter Umständen, gibt es einen derartigen Fund. Dieser Mann arbeitet im German Marshall Fund und er hat nach dem jüngsten Besuch von Präsident Macron in China in der renommierten US-amerikanischen Zeitschrift Foreign Policy einen Artikel geschrieben, der sich betitelt How Macron is blocking EU strategy on Russia and China. Er setzt sich sehr aus amerikanischer NATO-Sicht sehr kritisch mit der Politik von Macron auseinander. Und dazu hat Pascal Lottaz einen ausführlichen Kommentar im Video besprochen, wo er versucht, einfach die wesentlichen Argumente dieses US-amerikanischen Experten zu konterkarieren und zu entgegnen. Ich darf das also bereits ankündigen. Ich darf auch dann noch in dem Zusammenhang ein zweites, kürzeres Video von Pascal Lottaz ankündigen, das wir mit übermitteln. Das ist ein an deutschsprachiges Publikum gerichteter Appell, sich in der Friedensbewegung, in der aktuellen Friedensbewegung stärker zu engagieren. Es ist sehr emotional, aber ich glaube, es ist wichtig und es ist auch irgendwo ein nettes Ambiente. Er spricht aus Japan mit einem schönen japanischen Park im Hintergrund an die europäische
antieuropäischen Menschen, sich stärker für einen möglichst baldigen Frieden, für eine möglichst baldige Beendigung des Krieges in der Ukraine zu engagieren. Ich darf zum Abschluss noch einmal auch verweisen zu dem thematischen Thema des heutigen Tages, eben diese Macron-Geschichte und die Haltung Europas und der NATO zu dem ganzen Konflikt. Ich darf darauf verweisen, dass wir diesem Thema ja gerade in den letzten Monaten mehrfach auch auf unserem Videokanal als auch in der Zeitschrift selbst in der letzten Ausgabe und in den letzten Ausgaben schon mehrfach Videos oder Artikel gewidmet haben. Ich darf das nur ganz kurz resümieren für Seherinnen und Seher, die sich das noch nicht so genau angesehen haben. Also wir haben vor relativ kurzer Zeit ein ausführliches Gespräch mit Professor Jeffrey Sachs zum Thema Ukraine-Krieg geführt. Im Übrigen darf ich bereits jetzt an das österreichische Publikum ankündigen, dass wir am 12. Juni in Wien einen Vortrag von Jeffrey Sachs veranstalten werden. Aber vorher kann man sich das auch schon im Video ansehen. Wir haben ein Video weitergeleitet des deutschen Journalisten Michael Lüders, der sich ebenfalls mit den gravierenden Änderungen des ganzen internationalen Systems aufgrund der jüngsten Ereignisse, vor allem des Krieges und der Ukraine, befasst hat. Wir haben zu Macron zurückkommend vor einigen Wochen ein ausführliches Gespräch mit unserem Deutschland-Frankreich-Experten Johannes Becker aus Marburg geführt, der sich ebenfalls mit den Auswirkungen und auch mit den Intentionen von Macron anlässlich seines seines Chinabesuches befasst hat. Ja, und wir haben im aktuellen Heft 2023 unseres gedruckten Heftes, das unter dem Motto steht, die EU im Schatten der USA, ausführlich auch auf die Auswirkungen auf Europa und auf die europäische Politik Artikel verfasst, darunter auch eines, was wir dann in einem Video dann auch noch einmal behandelt haben, nämlich mit Wolfgang Streeck, den deutschen Politikwissenschaftler und Sozialwissenschaftler, der sich damit auch schon sehr ausführlich und sehr kritisch befasst hat. In diesem Sinn darf ich nochmals Sie einladen, sich die anschließenden beiden Videos von Pascal Lottaz anzusehen. Es ist wert, dass man sich das auch noch einmal ansieht. Vor allem ist es wichtig, dass man sich im Detail und genau auch mit der Argumentation von US-amerikanischen Lobbyisten befasst, denn derartige Menschen gibt es sehr viele. Sie sind strategisch verteilt über die ganze Welt, auch über Europa. Und eben dieser eine Mann sitzt in Deutschland und informiert die Deutsche über den Marshall Fund, den amerikanischen Marshall Fund, die deutsche Menschen, die deutschen Leserinnen und Leser über die Pläne, die angeblich seiner und seiner Regierung Meinung nach völlig fehl sind, die eben Macron, der im Sinne einer stärkeren europäischen Eigenständigkeit der Außenpolitik und der Verteidigungspolitik sich engagiert. Und das ist natürlich ein No-Go für die US-amerikanische Regierung, die gerade in den letzten Monaten und Jahren ja stolz darauf war, Europa nicht zuletzt, Anführungszeichen, dank des Ukraine-Krieges eben wiederum viel stärker in das eigene Boot gebracht hat. Und dieses Boot ist im Wesentlichen halt ein US-amerikanisches Schlachtschiff, wo die Kapitäne und auch die
diejenigen, die den Einsatz dieser Boote befassen, natürlich im Weißen Haus sitzen. Und das ist etwas, was Macron und die französische Politik seit vielen Jahrzehnten in Wirklichkeit nicht besonders unterstützt, weil sie halt doch eine stärkere europäische Unabhängigkeit und Selbstständigkeit haben wollen. In diesem Sinn, schaut euch die beiden Videos an. Ich freue mich über Feedbacks, entweder direkt auf unserem YouTube-Kanal. Man kann auch bei ausführlicheren Stellungnahmen gern an unsere international Mail-Anschrift Stellungnahmen schicken. Wir publizieren auch sehr gerne Leserbriefe und Stellungnahme dann in der jeweils nächsten Ausgabe des gedruckten International, welches im Juni erscheinen wird. In diesem Sinn, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Hello everyone, this is Pascal from Literati Studies, and today I want to change the format a little bit and just talk to you about an article that I read last week in Foreign Policy, the magazine. It has the following title: How Macron is blocking EU strategy on Russia and China. As a strategic consensus emerges in Europe, France is in the way. So, the author, Mr. Ševčík, a non-resident fellow at the German Marshall Fund and an adjunct professor at the very prestigious Sciences Po, tells us that there is something like a new consensus, and what it is, in my view, is absolutely nuts. But let you be the judge of that. This is Mr. Ševčík, who's currently listed on the side of the German Marshall Fund, and for anyone who knows the Marshall Fund is this heavily neocon outfit in Germany that receives millions and millions of dollars from different state and non-state actors. I mean, especially from Germany, the foreign ministry, and from the US government, and from different sponsoring organizations that are all like very traditionally transatlantic and neocons through and through. So what does Mr. Ševčík argue for? Well, he starts the article by telling us that several weeks ago he was invited to brief officials in a major Central European country, which one he doesn't tell us, where he was conducting a national strategic review in light of Russia's ongoing war against Ukraine. They asked incisive questions on 3 geopolitical topics: Russia, China, and the West, moving seamlessly from the big picture to tactics to logistics. The strategy that emerged from the discussion was a variation of a Cold War theme. And now wait for it. Keep Russia down, the United States in, and authoritarian China out. Let this sink in for a moment. Keep Russia down, the United States in, and authoritarian China out. Of course, he's playing on the theme, on this Cold War saying that goes back to, or is attributed to, Ismay Hastings, the first Secretary General of NATO, back when it was founded. And the purpose was to keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down. That's the original. And here he's saying we've got a new consensus, NATO neocon consensus: keep Russia down, the United States in, and authoritarian China out. He continues: deep beneath public statements and contentious debates across the European Union, this view likely represents the core beliefs and strategic outlook on which the majority of policymakers have converged. Since the Russian attack began in February 2022, when EU foreign ministers met on May 12th to update Europe's approach toward China, many of them will likely push some variation of this three-pronged strategy. So what he's saying is that this is not only what he thinks the strategic approach should be, but what large parts of the establishment in the European Union, especially in NATO, agree upon that it should be that. And now I ask you, what's this supposed to be? I mean, seriously, the original version was meant to kind of put them
to put a catchy phrase on the purpose of NATO, because the purpose of NATO, and a lot of people agree on that, was like there were several purposes to it, right? Keeping the Americans in, certainly one of those, because after the Second World War, it was very much feared that just as after the First World War, the Americans might leave again, might withdraw all their troops, especially in 46, 47. That was a real fear of the allies of the Second World War, that the US might leave, because they were the only power in Europe that could somehow, at least a little bit, match the Soviet Union, although the Soviet Union had way more soldiers then stationed in its part of Eastern Europe than the US had. I mean, the US and the Allies were pretty much outgunned, but the US was the only one who even had the potential, especially with the recent invention of the atomic bomb. But there was a fear that the US might leave, and of course, then creating a transatlantic framework, a security framework with NATO, that was, at least for one part, very much meant to tie together West European and North American security. And the US never left, right? We know that they stayed in Europe, but then keeping the Russians out back then meant to contain the spread of communism. And the Germans down, that one in the original version just meant that Germany would be embedded in the larger NATO framework, especially after West Germany joined NATO in 1955. So in order to assure the former enemies, especially France and the UK, that Germany would not be an enemy again, they were included in the security framework. And in this sense, like you tried to soothe the French and the British and tell them, look, the Germans cannot act on their own. They are now integrated into security framework, and that made sense. But what is this? Keep Russia down, the United States in, and authoritarian China out. Down, how do you want to keep the Russians down? I mean, they're not inside NATO, right? They tried to join NATO 2 or 3 times and they were always rebuffed. So keeping them down definitely does not mean the same as what it meant for Germany back in the Cold War. It means something completely different. Keep Russia down in the sense of defeat it, or maybe even like one of these other dreams of the neocons, like break it up into many small little pieces and then have those small little pieces fight each other, just as we right now have a war between former Soviet republics, which must have been the wet dream of the neocons back in the 1980s, that you break up the big evil Soviet Union and then you have the different republics fight themselves. Should we expect something similar to that being their new strategic goal, but with the Russian Federation instead of the Soviet Union? What do they mean when they say keep Russia down? It doesn't mean the same as what it meant for Germany in the Cold War, that's for sure. The United States in, that's maybe the one thing that we can agree that didn't go away, although today that didn't change, but today we must say, like, getting the United States out would be the challenge. I mean, they are in the entire world and around the world, right? Getting them out would be difficult, so keeping them in is really not a challenge. So this seems more like some pretense of previous days. And then authoritarian China out. I find it funny how the author felt the need to sneak the little word of authoritarian in, just so we know that we're still in the framework of good democracies versus evil dictatorships or authoritarianism, when that matters, right? It doesn't matter that Egypt is under an authoritarian leadership or that Saudi Arabia has been under an authoritarian leadership for like ever, when they were like very willing and good allies of the US and NATO, right? Whenever that was useful, that it never matters with the friends of the US. It only matters when there's countries that do not behave the way that NATO likes that to be. So this sets off alarm bells, but then the whole thing continues, because the article is actually about the displeasure of the author, and I would guess it's the displeasure of the entire neocon establishment with what France just recently did in its visit in China. Yet, there's another very different outlook that is keeping a common European strategy from coalescing.
It was evident from last month's simultaneous trip to China by French President Emmanuel Macron and European Commission President Ursula von der Leyen, whose views could not be more different. Von der Leyen has vocally defended the above formula, if not in those exact words. Macron, on the other hand, appears to have drawn inspiration from another Cold War strategic threat, French President Charles de Gaulle. Strategic threat. French President Charles de Gaulle. Foreign policy of restoring France's primacy in Europe, keeping the United States and its ally Britain out of continental affairs and freely maneuvering with other great powers such as Russia and China. And obviously, the author doesn't like that approach very much, because he keeps criticizing Macron over and over. Macron succumbed to China's divide and conquer strategy, as the diplomatic protocol honoring him completely overshadowed European Commission President von der Leyen. Just think about the audacity that somebody would accuse China of having a divide and conquer strategy, right? Coming from the European Marshall think tank analyst from this is the most European thing in the world to do, the divide and conquer strategy, right? And now these people being afraid that, oh my God, somebody else might leverage our own strategy against us. I find that fantastic, especially at a moment when China proposes a peace plan in Ukraine, when it just did broker an agreement between Iran and Saudi Arabia to join, to finally open up normal relations again, when the Saudis then, based upon that, agreed to scale down or finish their war in Yemen. You know, when peace in the Middle East is breaking out, thanks to China, these thinkers, they blame China for using a divide and conquer strategy. Yeah, dividing the West by spreading that awful, horrible kind of peace talk. You know, ugh, horrible, right? Distancing France from the emerging European strategic consensus on China, Macron has committed to developing a close and solid global strategic partnership, far from preserving independence or freedom of maneuver. Trying to play both sides this way risks making France a pawn in a great power game. Yeah, you heard this right. The author actually thinks that only if Macron doesn't play along with the Euro-Atlantic playbook and doesn't play along with fighting a protracted war in Ukraine and doesn't commit to actually also then help fighting a war with China, if France doesn't agree to do that, then France is the pawn. If France rejects to do what it is told by the transatlantic network, then France is the pawn. If it agrees to do so, then it's inside the family of good and well-behaved states in the world that follow what Washington says. Yeah, that's the framing. China has not yet backed Russia to the extent that it could win in Ukraine, as Beijing may prefer a prolonged conflict that absorbs the West and keeps Moscow increasingly dependent. Think about this again. This person is suggesting that it is China that is interested in a prolonged war in Ukraine and not the US or NATO, who have been fueling this conflict from the get-go by not actually even discussing Ukrainian neutrality and then pumping weapons into Ukraine instead of actually helping the any kind of negotiation to come to fruition, including Boris Johnson flying to Kiev right when they were about to have a breakthrough back end of March 2022 and telling Zelensky not to do it because it wasn't time for peace. And we know from Naftali Bennett at the time, the Prime Minister of Israel, that he was told the same thing. He was trying to somehow help a peace process to come about, and it was the Western allies who said, no, don't do this. Now is not the time for peace. Now is the time for fighting. And this person claims that it is Beijing that's interested in a prolonged war in Ukraine. That's quite fantastic. Perhaps the key flaw in the French approach is that it strengthens China's ability to shape the world in its own authoritarian interests.
interest. As Macron acknowledged last year, rather than building up strength within the West to ensure that the global order tilts in favor of freedom, democracy, human rights, and inviolable borders. Yeah, the inviolable borders of Syria, where still a third of the Syrian country are currently occupied by US forces, like the inviolable borders of Serbia, where Kosovo has been split off by NATO from the rest of Serbia against the Serbian will, like the inviolability of Syria, of the Golan Heights, which have been split from Syria and are occupied currently by Israel, like those inviolable borders. And again, the worldview that comes out from these lines are just mind-boggling, because they kind of get everything upside down and try to sell you this absolutely distorted view of what is actually happening in the world. I mean, the freedom and democracy are wonderful goals, but we have seen dozens of times when the Western allies undermined that day in, day out. Just let's remember that there was no outcry from the West whatsoever when the first democratically elected president of Egypt died in a prison. I mean, power was taken away again in a coup. The West was quite happy that this kind of pro-Muslim Brotherhood president was out, and democracy is gone from Egypt, and nobody mentions it, like, nothing. Recently, Kishida went to Egypt and had a very nice meeting and talk with al-Sisi, and everybody was smiles. And here in Japan, you got the pictures of that, and no mention that this al-Sisi is a brutal dictator who killed scores of his enemies, right, and his political enemies, and is suppressing his people. But we here in the West are supposed to believe that everything the West does is for democracy and human rights and freedom, and that borders are inviolable unless you have to violate them, like in Iraq, right, when you have no other choice because there are these imaginary weapons of mass destruction. So whenever the West has imagines something, then borders become very much negotiable. Whenever there is another interest to defend against whatever it is, then suddenly borders are like really holy, and they have never changed. And to the end, Europe will only be able to address core strategic challenges in close partnership with the United States and other Western democracies. So you can actually see how this article tries to build very much the case for union, right? Western Europe, I mean, the entire NATO area and the European Union and North America, they need to be together. We need to be together, everybody lockstep in the same direction. And if anyone even dares so much as to question the wisdom of that, or if somebody dares to have like a pipeline project or anything that's not entirely in the interest of Washington, then that needs to be stamped out, and whoever suggests that is obviously an enemy of freedom, democracy, liberty, and all of the other beautiful catchphrases that you can throw around. So, and to the end, the only strategic course available to Europe if it seeks to serve its interests in peace, prosperity, democracy, and the global order, is to defeat Russia in Ukraine, strengthen the West, and minimize China's authoritarian influence in Europe. Indeed, this is the emerging consensus in Europe outside France and a few other holdouts such as Hungary. And you can see where this is going, right? This is the picture of what these transatlantic people want to draw. No more interactions with China. Economics, try to starve them economically, right? And do not deal with them at all. The end of globalization. 30 years we were taught that globalization and free markets will rectify everything and are the holy grail, right? And now we're told the exact opposite. Like, you cannot and should not deal with anyone who is not in lockstep with Washington. Keep Russia down. I mean, whatever that means, destroy it probably. I mean, make it lose the war, including Crimea, and then probably break it up and have regime change and break up Russia. That's the only strategic course available
right? That's what this says. I mean, on the one hand, it says this is the consensus that we have. I ideally hope that's not the case, because if that consensus is there in the European capitals, then we've got a huge problem. But the author also says it's the only one, right? We have no other choice. I mean, negotiation, no choice, or sitting down with the Chinese and talking to them, or like working through the United Nations. That's not a choice. That wouldn't work, right? Only stupid people would try that. We have to go right on, full confrontation. That's the message that comes here from this article. My dear friends, I sincerely hope that the author of this article is wrong, that we don't have such a consensus, and that what France is doing and this the non-conformist wing of the EU is still going to get some form of rationality back into the discussion. We definitely need to try to end the war in Ukraine as soon as possible through negotiations. We must avoid a war with China, come what may. We cannot continue fighting wars every other decade because of transatlantic fantasies like this one. Thank you. Hallo, ich möchte Ihnen heute eine Friedensbotschaft aus Japan senden. Aber zunächst müssen wir leider über diesen unsäglichen Krieg sprechen, der im Moment vor sich geht, und die politischen Aktionen dafür und vor allem auch dagegen. Ich bin stolz auf jeden von Ihnen, der sich im Moment hier auf dieser Friedensdemonstration befindet. Ich bin stolz auf jeden Europäer, der im Moment sich gegen diesen Krieg ausspricht. Und ich bin stolz auf jeden Europäer, der sagt, dass wir diesen Krieg so schnell wie möglich beenden müssen. Im Moment ist es ja einfach, gleichzeitig für Frieden und für Waffenlieferungen zu sein. Sie müssen sich mal vorstellen, wir leben im Moment in einem Zeitpunkt, in dem der Generalsekretär der NATO wortwörtlich sagt, wir müssen Waffen liefern, um zum Frieden zu kommen. Waffen sind in der Tat der Weg zum Frieden, hat Herr Jens Stoltenberg wortwörtlich so gesagt am 1. Januar. Und das ist ein absolutes Unding. Wir verkehren hier die Idee des Friedens in die des Krieges. Die gesamte Logik aller derer, die sich im Moment für Waffenlieferungen aussprechen, die sich im Moment für die Fortsetzung des Krieges und gegen Verhandlungen aussprechen, ist die Logik des wir sind im Recht, der andere ist im Unrecht. Und darum dürfen wir kämpfen. Und nicht nur wir kämpfen ja nicht hier in diesem Zentraleuropa. Da sind wir still, wir liefern einfach Waffen und dann lassen wir die Ukraine diesen Krieg auskämpfen. Und das ganze Framing dieses Krieges, der vor sich geht, als eine Verteidigung der Demokratie und eine Notwendigkeit in sich, dass man jetzt hier das Opfer eines Angriffs unterstützt, ist wieder mal eine Möglichkeit von denen, die eben Krieg durch Waffengewalt, also Recht durch Waffengewalt unterstützen, um sich gegen Friedensbewegungen wie unsere zu stellen. Und Leute wie Sarah Wagenknecht, wie Alice Schwarzer dann zu verunglimpfen als entweder dumm, naiv oder sogar Putin-freundlich und Russland-freundlich. Und dieser Vorwand des Russland-freundlich-Sein, den dürfen wir so nicht auf uns sitzen lassen. Jeder von Ihnen, ich inklusive, verurteilt diesen Angriffskrieg. Ganz klar. Das hätte nicht geschehen dürfen. Aber man hätte diesen Krieg verhindern können. Jeder, der auch nur ein bisschen Geschichtswissen hat und über den 24. Februar 2022 hinausdenken kann oder sich hinaus erinnern kann, wird noch wissen, dass dieser Krieg schon 8 Jahre lang andauert. Und seit 8 Jahren hat man versucht, diesen Krieg zu beenden. Schon seit 8 Jahren hat Russland versucht, irgendwie wieder zu einem Frieden dort zu kommen. Die Minsker Abkommen waren dafür gemacht, um zu diesem Frieden zu kommen. Und wir wissen heute leider von Frau Merkel und auch Herrn Hollande,
dass die Minsker Friedensabkommen von westlicher Seite nie ernst gemeint waren. Dass man immer die Idee hatte, wir wollen jetzt diesen Krieg, wir wollen nicht den Krieg, aber wir wollen die Ukraine aufrüsten. Und dass man die Ukraine tatsächlich zu einem Bollwerk gegen Russland machen wollte, das wurde ja zuerst von Herrn Putin gesagt und dann wurde von westlicher Seite her kommentiert, nein, das ist alles Kriegspropaganda, das wollten wir nie. Und jetzt kommt aus, nein, das war tatsächlich die Idee. Wir sind in einer europäischen Kriegsspirale gefangen, in der wieder mal, wie schon seit Hunderten von Jahren, wieder mal Großmächte einander gegenüberstehen und wieder mal jeder von beiden Seiten sich im absoluten Recht wägt und wo wieder mal ein Auslöser eine relativ kleine Provinz, der Donbass und die Krim sind, geostrategisch extrem wichtig, aber klein. Und sie sind der Auslöser für einen großen Krieg und dieser Krieg könnte noch viel schlimmer werden. Dieser Krieg könnte nuklear werden. Und jeder, der sagt, ach, davor muss man sich keine Gedanken drüber machen, das ist kein großes Problem, der hat den Ernst der Situation nicht verstanden. Wir sind an einem schlimmeren Punkt als 1962 während der kubanischen Raketenkrise, als sich die Sowjetunion und die USA tatsächlich gegenüberstanden und beinahe in einen Nuklearkrieg geschlittert wären, weil damals war diese Krise war der Auslöser für eine erste Friedenswelle. Es wurde damals den Verantwortlichen, unseren Politikern klar, wie gefährlich diese Situation war und dass man die deeskalieren muss. Und wo stehen wir heute? Wir stehen an einem Punkt, an dem zumindest im Westen es heißt, man darf überhaupt nicht nachgeben, man darf nicht verhandeln, man muss sich weiter einsetzen, man muss mehr Waffen liefern und nur ein Endsieg auf der richtigen Seite ist ein guter Sieg. Es ist ein Unding, meine Damen und Herren, und wir müssen uns gegen diese Mentalität des Krieges stellen. Wir dürfen weder Herrn Putins Angriffskrieg verteidigen, noch dürfen wir es zulassen, dass man uns einredet, dass wir naiv sind und dass wir die Verhandlungen fordern und ein Ende der Waffenlieferung, dass man uns als dumm darstellt, weil wir stellen uns gegen die Logik des Krieges und gegen diese konstante Eskalation, weil in jedem Krieg, fühlen sich beide Seiten im Recht. Das ist der Witz des Krieges. Sonst geht man nicht in den Krieg. Wenn man das Gefühl hat, oh, vielleicht stehe ich auf der schlechten Seite, vielleicht mache ich das falsch, dann geht man nicht in den Krieg. Das muss man sich vorstellen. Die Russen fühlen sich im Recht, in den Krieg zu gehen, die Ukrainer im Recht, in den Krieg zu gehen und die Europäer im Recht, die Ukrainer zu unterstützen. Jeder fühlt sich im Recht. Und gerade wir neutrale Staaten, ich bin Schweizer, die meisten von Ihnen sind Österreicher, wir müssen uns darauf besinnen, dass wir bei diesen Dummheiten nicht mitmachen. Das ist der Witz der Neutralität. Im Moment wissen wir nicht, wo schlussendlich Recht und Unrecht zu stehen kommt. Können Sie sich noch an den Irakkrieg erinnern und an die Massenvernichtungswaffen, die Saddam angeblich hatte? Waren keine da, dumm gelaufen. Da waren die Amerikaner die Kriegstreiber und haben diesen Krieg ausgelöst und haben 1 Million Iraker auf dem Gewissen. Und jeder, der sie unterstützt hat, jedes europäische Land, das diese Leute unterstützt hat, hat sich dort mit schuldig gemacht. Meine Damen und Herren, wir neutrale Länder sagen von Anfang an, ich mache mich nicht schuldig, weil ich nicht weiß, wo schlussendlich dieses ganze Prozedere zu stehen kommt. Darum halte ich mich raus. Ich beklage das Leid ich beklage das Leid auf beiden Seiten. Ich beklage das Leid auf der Seite der Ukrainer, ich beklage das Leid auf der Seite der Russen, denn auch die Russen leiden im Moment und es sterben viele Russen, es sterben viele Ukrainer, es sterben viele Zivilisten, es sterben viele Soldaten, junge Männer, 19, 20, 21 Jahre alt, Söhne und Töchter wahrscheinlich auch, die in diesem Krieg im Moment gerade umkommen. Und wir beklagen das, ich beklage das auch. Aber ich werde mich nicht schuldig machen, indem ich versuche, eine der beiden Seiten zu unterstützen. Neutralität bedeutet nicht, passiv zu sein. Es bedeutet nicht, dass wir uns jetzt einfach von allem entbinden. Es bedeutet, dass wir explizit nicht mitmachen, weil das ist eine Dummheit. Und diesen Krieg kann man beenden durch Diplomatie. Wir wissen das. Diplomatie hat stattgefunden am Anfang des Krieges. Jeder, der sagt, Putin will nicht reden, hat nicht verstanden, wie oft dass hier schon Gesprächsbereitschaft gezeigt wurde und dass eigentlich dieser Krieg schon während 8 Jahren wurde versucht, aus dieser Krise durch Gespräche rauszukommen. Während 8 Jahren. Wir sind leider wieder im 19. Jahrhundert, in dem Krieg ein Mittel ist, um politische Unterfangen weiterzubringen. Und das ist schrecklich, aber gut.
Gehen wir reden, sprechen wir mit denen, die Bomben auf andere schmeißen. Denn die Amerikaner tun dasselbe und die NATO hat dasselbe getan in Serbien. Die NATO hat Serbien bombardiert 1999, um einen politischen Wechsel in Belgrad herbeizubringen. Und das hat ja funktioniert, der politische Wechsel kam. Nun gut, was hat Russland daraus gelernt? Okay, offensichtlich ist es dem Westen nicht ganz so ernst, wenn es um sie selber geht. Mit diesem Man macht nie mehr Krieg. Gut, wir als Friedensbewegung stellen uns gegen diese Logik und sagen, wir machen nicht mit und wir bombardieren niemandem und wir geben niemandem Waffen, um andere Leute anzugreifen. Selbstverteidigung findet für sich selber statt und nicht für andere. Und ich hoffe, dass wir so zurückkommen zu einem Moment, in dem wir es wieder gut haben. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen.